Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Podcast Software Testing. Ich bin euer Host Richie und habe wieder eine Folge vom German Testing Day 2024 mit dabei. Heute geht es um Formulartesten. Stellt euch mal vor, ihr müsstet eine schier unendlich große Varianz an Formularen, Eingabefeldern etc. testen. Da kann man schnell verzweifeln. Lilia und Simon standen vor diesem Problem und welche Lösung sie gegangen sind, erzählen sie uns in der heutigen Folge. Viel Spaß beim Weg durch den Formulardschungel. Hallo Lilia, hallo Simon, schön, dass ihr da seid. Schön, dass wir hier sind und schön, dass du uns eingeladen hast. Ja, genau, vielen Dank. Herzlich gerne. German Testing Day 2024 hier in Frankfurt. Es geht schon langsam in die Zielgerade. Ihr habt ja einen unfassbar coolen Stand, haben wir gerade schon festgestellt, mit dieser LED-Wall im Hintergrund. Das ist ja echt super. Also da immer hingucken. Auch ein großer Dank an MGM Marketing genau, für die innovativen Ideen. Genau, für diese Innovationen hier. Das ist einmal was Neues. Ja. Deswegen ist, vielleicht nehme ich das, greife ich drauf, MGM, unser Slogan ist Innovation Implemented. Ja, genau. Das ist dann echt so der Beweis dafür, der Proof. Genau. Nicht nur in der Software. Ja, jetzt schauen wir mal, ob wir das beim Testing auch können. So. Ich habe in einem Abstract gelesen, war ganz spannend, das Thema ganz viele Formularvarianten zu testen und so. Also spätestens da habt ihr mich schon gehabt, weil ich habe selber mal so ein Projekt gehabt vor vielen, vielen Jahren und ich bin daran verzweifelt und dann habe ich mir gedacht, das müssen wir doch mal besprechen. Holt uns mal rein, was war denn das Thema, was war denn das Projekt? Also im Wesentlichen ging es darum, dass wir uns um sehr, sehr viele Formulare gleichzeitig kümmern durften mit Support für alle Bundesländer. Das heißt, jedes Bundesland hat auch sein eigenes Formular. Also behördliche Formulare. Also richtig, genau. Also es kommt aus dem steuerlichen Kontext. Hat sicherlich jeder schon mal verwendet. Vielleicht zu Beginn nur einen kleinen Hinweis, das habe ich auch beim Vortrag, vor dem Vortrag gesagt. Wir haben während des gesamten Vortrags Begriffe verwendet wie digitale Roulette, Zivilplattform, Buchstaben, Steuerformular. Das sind alle fiktive Namen von uns, denn aus Gründen der Geheimhaltung dürfen wir die tatsächlichen Namen des Kundenprojekts, Plattform und auch Formulare dürfen wir nicht sagen, müssen wir anonymisieren. Okay, verstehe. Wir bitten dich um Verständnis. Das heißt, falls wir über Zivilplattform jetzt quatschen, das ist fiktiv. Ja, okay, gut. Das ist gut zu wissen. Haben wir alles ersetzt. Und da kam quasi einer der Schmerzpunkte, den wir hatten während der Entwicklung drauf, dass wir einen wahnsinnig hohen manuellen Testaufwand hatten, bei dem wir im Endeffekt nicht mehr hinterhergekommen sind, dass wir alle Variationen wirklich abdecken innerhalb von unseren Testphasen. Man hat ja auch nicht unendlich viel Zeit. 4 Wochen Sprints und mit jedem Release quasi muss alles durchgetestet sein. Und dann muss man eben schauen, wie man eine gute Testabdeckung hinbekommt, dass man sich nicht nur auf wenige Funktionalitäten beschränkt. Ich meine, es gibt weniger wichtige und mehr wichtige Funktionalitäten. Aber trotzdem die Testabdeckung einmal gleichmäßig über das ganze Projekt ordentlich hinzubekommen. Wird schwierig, je mehr Formularvariationen man quasi hat. Und außerdem ist man dann von den Bundesländern abhängig. Richtig, genau. Und dann, das darfst du ruhig aufzählen. Worauf möchtest du hinaus? Ja, die Bundesländer, dann die Formularvariationen, über 255 Formularvariationen auf 16 Bundesländer. Jedes Formular hat über 100 Felder. Auf der UI. Das heißt, selbst das ist nichts, was du gerne manuell jetzt mal einfach so durchspielen möchtest. Ja, außer man möchte jemanden bestrafen. Dafür ist es auf jeden Fall geeignet. Ja. Es gibt noch eine bestimmte Steuer, die hat bis zu 100.000 Felder. Das ist nochmal eine ganz andere Kategorie. Und da ist die Automatisierung wirklich super wichtig, dass man die als Tool dabei hat für die Befüllung von solchen Formularen. Andernfalls wird man da wahnsinnig, wenn man das auch als Tester Tag für Tag machen muss. Ja, also eine irre Kombinationsmöglichkeit an Varianten. Und von der Technologie her, das waren ja dann keine PDF-Formulare, sondern HTML oder wie war das? Web ist eine Webanwendung. Eine Webanwendung, die Zivilplattform ist eine Software, die entwickelt wurde, basierend auf der A12 Low-Code-Plattform. Mit der A12 Low-Code-Plattform entwickelt wurde und wird weiterhin. Und jedes Formular, und das ist das Gute, weil das eine A12 Low-Code-Plattform ist, jedes Formular der Zivilplattform, hinter jedem Formular verbergen sich unter anderem 2 wichtige Models, weil das ist Low-Code, also es wird alles modelliert am Anfang
und zwar ein Datenmodell und ein UI-Modell. Das bedeutet, die Experten der Fachlichkeit, das sind im Falle der Zivilplattform die Sachbearbeiter und die Business-Analysten, sie gießen die gesamte Fachlichkeit des Formulars zunächst und als erstes in einem Datenmodell. Was heißt das? Sie definieren erstmal was und spezifizieren, was brauche ich für Felder auf dieses Formular. Ein Stringfeld für Name, ein Datefeld für Datum, brauche ich ein Ja-Nein-Feld, keine Ahnung. Also sie definieren ihre Felder, die sie brauchen für diese Fachlichkeit. Dann modellieren sie mit diesem Modellierungstool von A12, definieren sie auch ihre Validierungs- und Berechnungsregeln für dieses Formular. Und zwar, sie benutzen eine Regelsprache, die von der Low-Code-Plattform angeboten wird, von MGM. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Wir bleiben bei Name und Geburtsdatum. Feld angegeben Name und Feld nicht angegeben Geburtsdatum. Dann soll diese Regel folgende Fehlermeldung feuern. Bitte tragen Sie Ihr Geburtsdatum ein, zum Beispiel. Das ist eine einfache, banale. Ja? Und bei dem Buchstabensteuerformular, das haben wir nur als Beispiel fiktiv gezeigt, da reden wir über 2400 Felder und über 2200 Regeln. Ja. Das übersteigt jede mögliche menschliche Abilities. Ja? Das ist einfach, das geht in die Decke und das ist nur ein Formular von 255. Ja? Und die Herausforderung, sie ändern sich ständig, pro Jahr, pro Bundesland, pro, keine Ahnung. Ja. Das bedeutet, selbst wenn ich einen validen Testdatensatz finde, der alles validiert, ja? Das ändert sich ständig. Das heißt, die Aufwände gehen sofort schnell in die Decke, ja, in jede Richtung. Okay, also ich bin überzeugt, manuell ist Keine das eine Aufgabe für jemanden, der ganz, ganz Schwerwiegendes verbrochen hat. Das heißt, ihr habt euch da anders genähert. Was habt ihr denn gemacht dann? Also außer vielleicht mal geweint im Keller und gesagt, oh Gott, wie sollen wir das machen? Vielleicht eine kleine Ergänzung, auch wenn du anfängst, die UI zu automatisieren, damit du irgendein Happy Path abdeckst, läufst du sofort in die Wartungsfalle automatisierte Tests, abgesehen von den Aufwänden bei der Implementierung dieses einzigen Testfalls. Was wir gemacht haben, ist sehr generisch, also wir haben heiß diskutiert bei den Dailies, wie wir da aus dieser Lage kommen und wie wir dann eine nachhaltige Lösung, nach Lösungswege, wie können wir das machen. Dann entstand die Idee, einen Versuch zu machen, mal uns die Modelle zunutze zu machen, diese Zivilplattform. Das Datenmodell umfasst die Felder, dann Validierungs- und Berechnungsregeln. Alleine aus diesem Datenmodell, das ist eine JSON-Datei, die haben wir konvertiert in einem arithmetischen Modell. Dann haben wir eine Open-Source-Library, das ist SMT-Solver. Diese SMT-Solver umfasst Implementierung von Algorithmen für die Feldbelegung. Dann haben wir diese Implementierung ergänzt um Implementierung für bestimmte projektspezifische Validierung, wie zum Beispiel die Belegung von der Steuernummer. Das ist jetzt nichts, was Open Source ist. Letzten Endes, wir geben dieses arithmetische Modell diesem SMT-Solver. Er löst dieses arithmetische System und findet einen Testdatensatz mit möglichst viele Belegungen. Das ist High Test Coverage von diesem Testdatensatz. Und dann nehmen wir diese Lösung, diesen validen Testdatensatz und gießen das oder speichern das in einem Excel-File. Dann haben wir am Ende Testdatensätze. Jede Spalte ist ein valider Testdatensatz und der kann sofort verwendet werden für manuelles oder automatisiertes Testen. Das reduziert schon mal die Aufwände. Am Anfang finde mal einen validen Testdatensatz, weil das würde dich blockieren, egal ob du manuell oder automatisiert testen musst. Das war das erste Werkzeug, was uns erheblich entlastet hat. Ändert sich die Fachlichkeit, so ändern sich diese wir generieren neuen Tests dort und unsere Tests können sofort wieder ausgeführt werden. Der zweite Ansatz, und der ist auch generisch und modellbasiert, weil ohne generischen Ansatz hast du bei dieser Größe und dieser Dimension keine Chance. Der zweite generische Ansatz, und das ist auch die Grundidee, ist, können wir aus diesem Datenmodell, eine Sache habe ich dir vorenthalten, das ist dieses UI-Modell, das heißt, diese Modellierer, die diese Fachlichkeit gießen im Datenmodell, haben die Möglichkeit, auch das Formular, das Aussehen des Formulars selber zu modellieren. Im gleichen Modellierungstool von A12, das ist dieser Simple Model Editor,
Da können Sie bestimmen, welche Labels, also welche Überschriften haben meine Felder, wie werden meine Felder auf der UI gruppiert, welche Überschrift hat die Gruppe, wie wird die Darstellung eines Stringfeld. Ist es ein Textfeld oder Textarea, was brauche ich da? Ist es eine Checkbox oder ein Radio-Button? Du designst die UI. Brauche ich ein Footer? Welche Aktionen brauche ich im Footer und so weiter? Da entsteht ein UI-Modell, der hat drinnen in dieser JSON-Datei sind so viele Informationen über die UI, die haben wir uns zunutze gemacht. Wir haben alle Informationen für die UI-Test-Automatisierung daraus extrahiert. Zusätzlich dann die Felddefinition, die Validierung brauchst du nicht, um ein Formular zu befüllen. Hier ist es egal, ob die Daten, mit denen du befüllst, valide sind oder nicht. Und haben daraus dann Code. Und zwar, das sind die Selektoren in Cypress oder die Lokatoren in Playwright. Wir haben Smart IDs, wir benutzen bei MGM für die UI-Test-Automatisierung das Tool QFTest von der Firma QFS, Quality First Software. Das ist eine Tochterfirma von MGM seit September 2022. Deswegen ist es naheliegend, dass wir dann dieses Tool für die UI-Test-Automatisierung benutzen. Also haben wir den Code extrahiert und dann die Smart IDs, also die Identifikatoren, unsere Widgets auf der UI automatisiert generiert. Und zwar, das ist die Kombination letzten Endes zwischen den Feldtypen und seiner Überschrift. Wir identifizieren jedes Element auf der UI anhand des Typs. Es ist ein Textfeld und dann die Überschrift, Name, Vorname. Ja? Und dann haben wir eine Bibliothek geschrieben, die dann, also du sagst, die Identifikation ist ein Textfeld, dann holen wir aus der Library genau die Methode, die ein Textfeld bedienen kann, egal ob befüllen oder überprüfen. Das heißt, Simon in seinem Testfall, er schreibt nur, befülle mir das Formular, QFTest liest dieses Excel-File, also die Identifikatoren, natürlich haben wir jetzt valide Testdatensätze, die sind kombiniert zusammen im Excel, dann wird dieses Excel iteriert von oben nach unten, also befüllt QFTest blind von oben nach unten das Formular. Wahnsinn, right? Ja, sehr, sehr generisch angesetzt. Das ist schon klasse jetzt. Ich habe noch eine Frage zu dem Modell davor. Also ist das Modell, das auch für die Implementierung genutzt wird? Das heißt, oder weiß ich, wo trennt sich die Implementierung vom Test? Weil Gefahr ist natürlich, dass ich das gleiche Modell für beides nehme und dann eigentlich also das eine gegen das andere prüfe, das findet mir dann gar keine Fehler, weil beide Basis immer das Modell ist, aber das Modell könnte ja schon falsch sein. Wo ist denn da die Trennung passiert? Also ist deine Frage, ist dieses Modell für die Entwickler der Software? Ja, genau. Also diese Modelle sind die Basis. Die Entwickler müssen gar nichts tun. Sie müssen nur dazu entwickeln, falls es irgendeine Besonderheit, also projektspezifische Anforderungen gibt, die man nicht abbilden kann mit der Regelsprache, was sehr selten passiert. Aber sollte das passieren oder sollte ich einen extra Wunsch haben, dann kann ich das implementieren. Das heißt, die Rolle der Entwickler ist eigentlich, die Fachlichkeit ist schon modelliert. Übrigens, das möchte ich ergänzen, weil das ist ein sehr guter Punkt, den du angesprochen hast. Dieser Testdatengenerator, dieses Feldbelegung, finde mir einen validen Testdatensatz. Dieser SMT-Solver, wenn er rattert in diesem Gleichungssystem und Regeln aus Versehen, die Modellierer, also die Business-Analysten haben Fehler gemacht und Regeln schließen sich aus Versehen gegenseitig aus. Ja. Dann kracht es sowieso bei der Testdatengenerierung. Ja. Bumm, es geht nicht, weil. Und dann findest du einen Fehler und dann behebst du das very early. Und zwar bevor diese Modelle, diese JSONs später deployed werden. Das heißt, der Entwickler, der greift in gar nichts. Diese Modelle, aus dem Datenmodell, UI-Modell, sobald es deployed ist, entsteht das Formular. Ja. Ja, die Entwickler können nur Zusatzsachen, also sollten nur, es ist zu empfehlen, nur die Zusatzsachen, die wirklich sehr projektspezifisch sind. Und später, wenn du dann deine UI testest, das gesamte Modell solltest du nicht mehr testen müssen, weil das wurde schon sehr früh getestet. Ja? Okay, verstehe. Das heißt aber auch, also ich gehe ja dann schon davon aus, dass das Modell dann auch an sich korrekt ist. Also dass ich damit, dass das valide ist, mit dem ich dann arbeiten kann. Genau. Okay, das ist ja natürlich wichtig, weil sonst finde ich ja auch andere Fehler. Das heißt, die Idee, die Fachlichkeit wird sehr früh gegossen, sie wird nicht implementiert. Das ist auch nichts, was du implementieren kannst. Stell dir vor, 220 Regeln feuern. Ja, viel Spaß beim Implementieren und Warten. Ja, verstehe. Ja. Wie viel ist es dann denn geworden? Also diese ganzen Varianten, was habt ihr denn da so an Testfällen und Testsets dann im Endeffekt gehabt, um zu sagen, okay, damit können wir gut testen? Also wenn wir alles aufrechnen, dann, oder sagen wir es mal so,
Wir haben diverse automatisierte Tests geschrieben und man braucht ja quasi, pro Release wollen wir ja so viel wie möglich testen. Und wenn wir alles zusammenrechnen und alles mal laufen lassen, dann schauen wir auf eine Gesamttestdauer von 12 bis 14 Stunden für ein Bundesland. Jetzt können wir das Ganze noch ver16-fachen, dann sind wir bei dem echten Testaufwand. Und jetzt kann man auch sagen, unser QF-Test testet optimal und in hoher Geschwindigkeit. Wenn man jetzt das umrechnen würde in manuelle Testdauer, dann wären wir wahrscheinlich bei Hunderten von Stunden, mindestens 500 wahrscheinlich. Da liegt auch noch mehrere Sachen auch noch dazwischen, die QF-Test dann für einen tut. Und besonders für mich als Automatisierer ist es super praktisch, wie Lilia schon gesagt hat. Ich brauche eine Zeile Code, die sagt, befülle mir das gesamte Formular. Es gibt aber noch eine weitere Zeile, die heißt, checke das gesamte Formular. Ich kann also auch überprüfen, dass auch wirklich das da drin steht, was ich mir erwarte. Und allein nur 2 Zeilen Code als Vorbereitung für ein gesamtes Formular nutzen zu können, ist wahnsinnig flexibel. Denn ich habe dann auch die Möglichkeit, dass ich sage, ich teste nicht nur auf den gesamten Prozess hinweg, also Formular erstellen, ausfüllen, abschließen, archivieren, sondern ich kann auch sagen, dass ich denselben Testcode flexibel benutzen kann, oder dieselben Testschritte, für Feature-Tests. Also ich kann bis zu einer bestimmten Stelle gehen, das nutze ich dann als Vorbereitung und ab da kann ich mich dann auch als manueller Tester selber nochmal draufschalten und sagen, ich möchte jetzt dieses spezielle Feature testen oder ich schreibe halt einen Test dafür, der genau auf dieses eine Feature, was jetzt irgendwie zum Beispiel im letzten Sprint sehr kritisch war, genau darauf abzielt. Verstehe. Das ist ja dann auch gewachsen, ne, über die Sprints wahrscheinlich auch. Was habt ihr denn im Endausbau, wie viele Tests habt ihr denn dann so gehabt? Ich meine, wenn man es jetzt so überschlägt, kommt man ja auf zigtausend Varianten und Möglichkeiten. Und wie viele Tests habt ihr denn dann wirklich konkret noch am Schluss rausgehabt? Wenn man auf die einzelnen Feature-Tests schaut, dann glaube ich, haben wir aktuell circa 20 Stück implementiert. Wenn man auf die Happy Path-Geschichten schaut, dann sind es also quasi für jeden Testlauf, den man nutzen kann, sind es an die 200, 300. Also ich meine, natürlich wird sehr viel davon recycelt, weil es ist sehr nachhaltig, wir können sehr viel davon wiederverwenden. Ja. Aber wenn wir alles hochrechnen, dann haben wir innerhalb von kürzester Zeit 300, 400 Tests hochgezogen, die nicht nur die Tester ansteuern können, sondern sie sind auch breiter verwendbar. Wenn man zum Beispiel einen Fehler findet, dann muss ja der Entwickler erstmal zu dieser Stelle hin navigieren können, um überhaupt Troubleshooting machen zu können, um rauszufinden, wo liegt denn der Fehler begraben. Und da können wir ihn natürlich innerhalb von unserer Rolle aus auch unterstützen, dass wir sagen, wir haben für dich hier einen manuellen Test vorbereitet, der ist für dich so und so ansteuerbar. Und dann läuft die Vorbereitung, anstatt dass er das 2 Stunden lang manuell macht, innerhalb von 8 bis 10 Minuten ab. Ja, verstehe. Vielleicht noch eine Information, um den Kreis zu schließen. Das haben wir nicht in unserem Vortrag erzählt, weil das ist noch in Bearbeitung oder in Implementierung. Und zwar, wenn man diesen Happy Path macht, also mit UI-Test, Automatisierung, ohne irgendwas zu machen, du loggst dich ein und du simulierst letzten Endes den End-User mit QF-Test, befüllst diese langen Formular und dann schickst du das ab. Dann bekommst du eine Bestätigung, eine E-Mail-Bestätigung in der Regel und dann du kriegst irgendwann mal ein PDF, was du herunterladen kannst. Und dieses PDF ist sehr sensibel, hat sehr sensible Daten und hat sogar irgendwelche gesetzliche Richtlinien drin und die dürfen nicht verletzt werden. Jetzt musst du diese PDFs auch inhaltlich prüfen. Das Coole ist, wir haben sie ja abgeschickt. Das heißt, wir haben den Testdatensatz und wir wissen, welche Felder wir befüllt haben bei der Befüllung. Das heißt, wir sind eigentlich sehr prädestiniert, auch den Inhalt der PDF sehr minutiös automatisiert testen zu müssen. Gerade arbeiten wir tatsächlich an einer Library in QF-Test. Das ist das Coole, wenn man dann wenn QF-Test Teil der MGM-Familie ist, ja, dann geben wir das in Auftrag und dann sagen wir, wo unsere Schmerzen sind, weil den Inhalt der PDF, das ist jetzt nicht Web-UI-Testing, das ist jetzt was anderes. Das willst du gar nicht. Das willst du weder implementieren noch maintainen. Das ist noch viel schlimmer als UI. Ja? Und da gerade sind wir dabei, tatsächlich zusammen mit der Firma QFS, also mit unserer Tochterfirma, eine Lösung, eine generische, nachhaltige Lösung für PDF-Inhalte. Und das ist sehr wichtig für Versicherungsbranche und auch für E-Government. Ja, super, sehr, sehr cool. Wenn ihr jetzt so in die weitere Zukunft, das ist jetzt eine Sache, die ihr auch gerade umsetzt, gibt es denn noch etwas, wo ihr sagt, okay, da wäre es mal cool, wenn wir zukünftig noch eine Lösung haben, um das noch einfacher oder besser zu machen in diesem Konstrukt? Ja,
Und zwar, das ist auch eine andere Sache, die wir auch daran gerade arbeiten. Das ist aber ein bisschen außerhalb der A12 Low-Code-Plattform, aber im Allgemeinen für alle MGM-Projekte. Wir sind ein Softwarehaus und wir haben so viele Softwareprodukte für diverse Kunden, unter anderem in Versicherung, aber auch, ja. Das ist Accessibility. Das ist ein großes Thema. Ja. Und das wird zum großen Thema auch für Versicherung, nicht nur im öffentlichen Bereich. Also im öffentlichen Bereich, Elster ist eins unserer MGM-Produkte, sehr bekannt, die Plattform. Jeder Bürger bundesweit kann seine Einkommensteuer unter anderem elektronisch abgeben. Diese Formulare müssen stubenrein sein, was die klar. Accessibility angeht. Und ganz ehrlich, wenn du nicht Accessibility-Experte bist, du bist, ja, du hast keine Ahnung. Ja, und dann sagst, okay, es gibt die AXE, Standardbibliothek für Accessibility. Ich kenne sie nicht, ich habe mich nicht, da muss ich mich erstmal einlernen. Welche Regeln soll ich testen, welche nicht? Wie reagiere ich, wenn jetzt ein Fehler kommt und so weiter. Und hier tatsächlich, wir arbeiten gerade auch zusammen mit unserer Tochterfirma QFS, arbeiten wir an einer Accessibility Library, unser eigenes Produkt, wo wir die AXE, und zwar, das ist die Standard-Library für Accessibility. Und zwar mit alle ihre Checks und Rules. Es gibt Rules für die Accessibility. Und darüber hinaus, wir haben Gott sei Dank in A12 und bei MGM ein Accessibility-Expertenteam. Sie geben uns die Anforderungen, was es noch zu beachten ist und welche Regeln. Wir haben mit ihnen Fehlercodes für die Accessibility benutzerfreundlich definiert. Und dann, wenn der Code kommt, ist es die Regel, du musst das machen. Und wir haben sehr sauber sichtbare Runlogs für die normalen Laie wie wir, dass man sagt, okay, ich will nichts verstehen von der Accessibility, ich will die Library benutzen und sage, checke für mich, das ist super. wie Befülle beim Formular, checke bitte für mich diese UI. Wo habe ich Probleme? Und dann zeigt sie mir genau in Rot, das ist genau dieses kleine Ding hier, da fehlt dir das und das ist der Error-Code so und dann, Super. Da kommen ja noch ein paar spannende Dinge, da freue ich mich drauf, wenn wir vielleicht bei der TACON. Ja, genau, das nächste Mal auch wieder draufschauen. Vielen herzlichen Dank für diese Einsicht, wie man so ein Projekt angehen kann, wie man sowas testen kann, auch automatisiert testen kann. Das ist, glaube ich, eine gute Inspiration, auch gerade wenn man solche Unmengen an Formularen hat und da gibt es ja durchaus die eine oder andere Parallele zu anderen Themen auch, wo man sowas umsetzen kann. Ich danke euch herzlich, wünsche euch noch ganz viel Spaß auf der Konferenz und bis bald. Ja, Richard, vielen, vielen Dank und bis Vielen Dank, demnächst. ja. Genau, danke. Mach's gut.